Hilft die amerikanische LLC dabei, die 9% Körperschaftssteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai zu umgehen? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Im Jahre 2023 hat die Regierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Körperschaftssteuer eingeführt, die eigentlich gar keine Körperschaftssteuer ist, sondern eine Unternehmenssteuer. Unternehmensgewinne müssen nun mit 9% in den VAE versteuert werden. Und da fragen sich natürlich viele, gibt es hier einen Weg drumherum? Natürlich gibt es nach wie vor keine Einkommensteuer. Das heißt natürlich, du kannst nach wie vor ein hohes Gehalt beziehen, du kannst nach wie vor Kapitalerträge und so weiter haben. Das ist alles steuerfrei. Aber wenn du dort ein Unternehmen führst, sei es als Freiberufler, sei es als Kapitalgesellschaft oder auch in einer Free Zone, dann wird diese Steuer fällig, 9% auf die Gewinne. Wie kann man die vermeiden, fragt man sich natürlich, und dazu gibt es nun vielfach YouTube-Videos und auch Artikel online, wo dann hier beschrieben wird, dass man eine amerikanische LLC doch verwenden könnte. Über die macht man dann den Umsatz. Diese LLC zahlt einem dann ein Gehalt, wenn man in den UAE lebt, und damit ist es ja dann alles wieder steuerfrei. Oder man kann es natürlich auch die Gewinne ausschütten lassen. Also damit schlage ich ja dann hier mehrere Fliegen mit einer Klappe. Habe eine amerikanische Firma, das macht mir vielleicht einiges einfacher und auch zusätzlich ist noch steuerfrei und ich muss noch keine Buchhaltung machen. Das klingt doch wie eine ganz tolle Sache. Was ich dir jetzt erklären werde, ist die rechtlich korrekte Position. Wir reden jetzt nicht darüber, wie du in den Vereinigten Arabischen Emiraten Steuern hinterziehen kannst, indem du hier bestimmte Angaben in der Steuererklärung nicht machst. Darum geht es hier nicht. Das ist deine eigene Sache, wie du das machst. Ich werde dir jetzt verraten, was die rechtlich korrekte Position zu dieser LLC ist. Aber bevor ich das tue, sollte sich natürlich jeder nochmal wirklich überlegen, ob er wirklich überhaupt über das Thema LLC oder eine Auslandsgesellschaft nachdenken will. Denn tatsächlich ist es ja so, dass es hier einige interessante Ausnahmeregelungen in den Emiraten tatsächlich gibt. So ist es ja so, dass die ersten 375.000 Dirham sowieso steuerfrei sind. Also ich rede jetzt vom Gewinn. Das heißt, jede Gesellschaft, egal wie viel Umsatz, wie viel Gewinn sie macht, kann die ersten 375.000 Dirham, das sind ungefähr so 100.000 Euro, sowieso steuerfrei verdienen. Das heißt, wenn dein Gewinn ohnehin weniger als ungefähr 100.000 Euro sind, musst du sowieso die Steuer nicht bezahlen. Dann gibt es auch noch den Small Business Relief und der bedeutet im Grunde, dass Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 3 Millionen Dirham, also das sind ungefähr 750.000 Euro, ebenfalls die Steuer nicht bezahlen müssen. Du musst trotzdem Buchhaltung machen, du musst trotzdem eine Steuererklärung einreichen, aber in der Steuererklärung kannst du dann diesen Relief beantragen. Du musst natürlich auch wirklich dahinter sein, dass der beantragt wird. Ich habe vor kurzem mit einem Mandanten gesprochen, da war der Steuerberater in Dubai so dämlich, dass er hier diesen Small Business Relief nicht beantragt hat, aus ganz seltsamen Gründen. Ja. Also das heißt, man muss natürlich dann auch die Vorteile nutzen, wenn sie da sind. Aber wenn du ein Unternehmen hast, das weniger als 750.000 Euro ungefähr Umsatz macht oder aber dein Gewinn sowieso weniger als 100.000 Euro ungefähr ist, brauchst du über die Steuer sowieso keine Gedanken zu machen. Buchhaltungspflicht gibt es natürlich, Steuererklärung musst du einreichen für das Unternehmen, aber eine Steuer wird nicht fällig werden. So, wenn du jetzt höhere Gewinne hast und dir über das Thema LLC Gedanken machst, dann ist natürlich die Frage, lässt sich die sogenannte Disregarded Entity LLC, also eine LLC ohne amerikanische Betriebsstätte mit einem einzigen Gesellschafter in den UAE steuerfrei einsetzen. Wir haben ja schon viele Videos hier zum Thema LLC gemacht. Unsere Kanzlei kann auch selbst LLCs gründen. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir haben viele Mandanten, für die wir solche Gesellschaften gründen. Kann ich also eine solche Gesellschaft nun verwenden, um die Steuer in den UAE zu sparen? Zunächst nochmal als kurzer Hintergrund, wie ich es schon gesagt habe, die Gesellschaft ist in den USA steuerfrei, wenn sie dort keine Betriebsstätte hat und wenn sie nur einen Gesellschafter hat. Hat sie mehrere Gesellschafter, muss sie auch eine volle Steuererklärung in den USA einreichen, volle Buchhaltung machen. Hat sie eine Betriebsstätte in den USA, zum Beispiel Mitarbeiter, dann werden auch dort Steuern fällig. Kunden in den USA lösen alleine keine Betriebsstätte aus. Ja? Das heißt, du kannst noch mit der steuerfreien LLC Kunden in den USA haben. Du kannst zum Beispiel auch Dropshipping in den USA machen oder Amazon FBA oder sowas. Das ist alles keine Betriebsstätte. Das wäre dann alles steuerfrei.
Gegebenenfalls, Klammer auf, musst du die Sales Tax in den USA berücksichtigen, aber keine Steuer auf die Gewinne. Wie gesagt, wir haben zu dem Thema LLC schon viele Videos gemacht. Suche einfach hier auf unserem Kanal, wenn dich das interessiert und wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, warum das steuerfrei ist und so weiter und so fort. So, das Problem ist jetzt, dass mit der Einführung der Körperschaftssteuer in den UAE die Regierung auch gleichzeitig definiert hat, was denn überhaupt eine steuerpflichtige Gesellschaft in den UAE ist. Und zunächst einmal sind es natürlich dort die lokalen Gesellschaften. Also wenn du eine Firma in Dubai gründest, dann ist sie per Default, außer sie hat jetzt irgendwo anders die Betriebsstätte, natürlich auch dort steuerpflichtig und fällt unter die Steuer. Dann gibt es aber eben auch in dem gleichen Gesetz die üblichen betriebsstättenrelevanten Regelungen. Das heißt, eine Betriebsstätte wird immer dann ausgelöst, natürlich in den UAE, wenn der Ort der geschäftlichen Oberleitung sich in den UAE befindet. Wenn du tatsächlich das Tagesgeschäft der Gesellschaft dort ausführst, dann hast du eine Betriebsstätte dort. Das heißt, wenn du Berater bist, Softwareentwickler oder irgendwas anderes und das von dort aus machst, ja, wirklich von dort aus das Tagesgeschäft leitest, dann wird diese Gesellschaft hier betrachtet wie eine inländische Gesellschaft und muss auch steuerlich registriert werden, steuerlich veranlagt werden. Das heißt, du hast hier überhaupt nichts gespart. Natürlich in den USA wird keine Steuer fällig, aber die Steuer wird dann eben in den UAE fällig. So, jetzt sagst du vielleicht, naja, wie kriegen die denn raus, dass ich so eine Firma habe oder sowas? Naja, ich habe dir ja vorhin gesagt, darum geht's ja in diesem Video nicht. Ich werde dir in diesem Video nicht erklären, wie du Steuern hier in den UAE hinterziehen kannst. Das ist nicht unser Ansatz, ja, sondern unser Ansatz ist, dir zu sagen, was korrekt ist und was nicht korrekt ist, ja. Also das heißt, diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Aber eine legale Möglichkeit, wie du das Ganze zum Beispiel umgehen könntest, wäre die folgende. Tatsächlich ist es so, dass die meisten unserer Mandanten, die in Dubai leben, sich dort jetzt nicht unbedingt das ganze Jahr aufhalten. Die persönliche Steuerpflicht in Dubai oder die persönliche steuerliche Ansässigkeit, besser gesagt, wird nach 90 Tagen Anwesenheit dort ausgelöst. Das heißt, viele sind 90 Tage dort und den Rest des Jahres über 250 Tage, also dann im Ausland. Hast du also eine LLC und bist dann wirklich 250 Tage im Ausland, dann kannst du ja ohne weiteres argumentieren, dass du diese LLC aus dem Ausland leitest und nicht, wenn du in Dubai bist. So ist dann also die Betriebsstätte nicht in Dubai. Oder im Worst Case ist die Betriebsstätte nur 90 Tage in Dubai. Das heißt, du müsstest das, was die LLC verdient, in diesen 90 Tagen dann vielleicht dort versteuern. Aber wenn du das ein bisschen intelligent machst, kannst du natürlich auch das vermeiden. Aber wenn du zeigen kannst, dass hier die Geschäftstätigkeit außerhalb der UAE erbracht wird, wird natürlich die Gesellschaft auch nicht steuerpflichtig. Also das wäre der einfachste Weg, das Ganze zu umgehen. Und zwar ganz legal zu umgehen. Der zweite Weg ist der, dass du nicht derjenige bist, der die Geschäfte leitet. Sag mal, wenn du einen Kompagnon hast und der Kompagnon wohnt auf den Cayman Islands zum Beispiel oder auf der Isle of Man, wo es ja keine Körperschaftssteuer gibt oder Jersey, Guernsey oder sowas, ja, und der leitet die Gesellschaft von dort, dann ist ja in Dubai kein Ort der geschäftlichen Oberleitung gegeben. Wenn du vor Ort in Dubai für die Firma arbeitest als Mitarbeiter, sage ich mal, und dann ein Gehalt bekommst und das steuerfrei ist, ja, das heißt ja noch nicht, dass deswegen die ganze Firma dann in Dubai hier steuerpflichtig wäre. Auf dein Gehalt gibt es ja sowieso keine Steuern in Dubai. Du musst natürlich dann aufpassen, dass wirklich du keine geschäftsführenden Tätigkeiten ausübst, sondern das dein Kompagnon macht, der eben auf einer der besagten Inseln lebt. Die Inseln sind jetzt nur Beispiele. Ja. Das wäre ein zweiter Weg, wie man das hier konkret vermeiden könnte. Also grundsätzlich, du musst natürlich auch keine LLC haben. Ja, du kannst doch natürlich in einem der anderen Länder, die ich gerade eben genannt habe, Isle of Man oder Cayman Islands, eine Firma mit Substanz gründen. Das Entscheidende ist die Substanz, nicht wirklich die Rechtsform. Substanz im Ausland, Geschäftsführung im Ausland, wenn du nicht selbst die Geschäftsführung von Dubai machst, wird dort auch keine sogenannte Vertreterbetriebsstätte ausgelöst, die eben am Sitz der geschäftlichen Oberleitung entsteht. Jetzt möchte ich aber noch auf ein ganz anderes Risiko hinweisen. Nehmen wir einmal an, du fährst diese Lösung, die wir vorhin besprochen haben. Das heißt, du bist 90 Tage in Dubai und bist dann den Rest der Zeit im Ausland als digitaler Nomade unterwegs, hast die LLC. Die LLC hat keine Betriebsstätte in Dubai. Dort hast du steuerlich kein Problem. Dort musst du also keine Steuern bezahlen. Aber wenn du nun deutscher Staatsbürger bist und noch nicht lang genug aus Deutschland weg bist, also weniger als 10 Jahre und die LLC gewerbliche Einkünfte hat, dann erzielst du somit Floating Income oder man sagt ja dazu Stateless Income oder man hat früher mal dazu gesagt betriebsstättenlose Einkünfte. Ja?
Damit sind diese Einkünfte dann aber möglicherweise in Deutschland steuerpflichtig unter der erweitert beschränkten Steuerpflicht nach § 2 des Außensteuergesetzes. Auch dazu haben wir schon viele Videos gemacht. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir diese Videos am besten einmal an. Ja. Das heißt also, nur weil du jetzt kein Problem in Dubai hast, muss man natürlich berücksichtigen, dass du möglicherweise in einem anderen Land ein Problem hast. Und Deutschland ist ja nun mal so ein Land, wo man gerne viele Probleme hat. Und hier müsste man dann tatsächlich die erweitert beschränkte Steuerpflicht beachten. Wie gesagt, da geht es nur um gewerbliche Einkünfte. Bei tatsächlichen freiberuflichen Einkünften oder bei Einkünften aus Vermögensverwaltung, das wäre ja nicht davon betroffen. Aber bei gewerblichen Einkünften gibt es eben tatsächlich dieses Problem, zumindest bei deutschen Staatsbürgern. Wenn du kein deutscher Staatsbürger bist, sondern Österreicher oder Schweizer bist, oder wenn du schon seit mehr als 10 Jahren aus Deutschland weg bist, oder aber du beim Wegzug aus Deutschland nicht mindestens 5 Jahre dort unbeschränkt steuerpflichtig warst, dann betrifft dich das alles nicht. Auch wenn du eine Partnerin hast, eine Ehefrau hast, die zum Beispiel nicht Deutsche ist und sie gründet die LLC, das geht natürlich genauso. Also, das heißt, da gibt es schon noch eine ziemlich große Gruppe von Personen, die nicht davon betroffen sind, aber eben als Deutscher musst du spezifisch aufpassen, selbst wenn du schon einige Jahre in Dubai wohnst, dass du hier nicht vom Regen in die Traufe kommst. Also, summa summarum, die LLC ist hier tatsächlich an sich gesehen auch keine einfache Alternative zur Gesellschaft in Dubai. Steuerpflicht wird durch den Sitz der geschäftlichen Oberleitung in Dubai ausgelöst, nicht wirklich durch die Rechtsform. Auch die ausländische Rechtsform birgt das Betriebsstättenrisiko und damit auch die Besteuerung. Aber die LLC eröffnet dir bestimmte Möglichkeiten, Auslandsgesellschaften im Generellen eröffnen dir bestimmte Möglichkeiten, wenn Substanz im Ausland gegeben ist, entweder durch dich oder durch eine andere Person, die dort im Ausland für dich tätig ist. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum dabei, ins Ausland umzuziehen, natürlich fehlen auch nach Dubai, sich dort steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.